Der Ölpreis liegt aktuell bei rund 63 US-Dollar und damit fast 50% unter dem letzten Hoch 2022. Der damalige Ausbruch des Ölpreises war jedoch verbunden mit starken geopolitischen Spannungen hinsichtlich des Russland-Ukraine-Konfliktes und mit einem Nachfrageüberhang infolge der Corona-Pandemie. Die damaligen Produktionsprobleme sind jedoch über die Zeit verflogen und der Ölpreis pendelte sich über die letzten 3 Jahre wieder bei seinem Durchschnitt der letzten 30 Jahre zwischen 65 und 70 US-Dollar ein. Doch zuletzt brach der Kurs um einige Prozentpunkte ein, zu dem aktuellen Wert von etwa 63 US-Dollar pro Barrel infolge des Handelskonfliktes zwischen Russland und vor allem China und der Ölpolitik Donald Trumps, strikt nach dem Motto Drill, Baby Drill. Dieses Zusammenspiel sorgte für einen Angebotsüberhang, da die Zinspolitik weltweit für Verlangsamung von Gewinnwachstum oder sogar Rückgang führt. Deswegen sind Unternehmen und Länder weniger motiviert, große Investitionen zu tätigen und auf Wachstum zu setzen. Doch dieses Problem ist temporär und könnte durch Aufhebung der Zölle rückgängig gemacht werden. Die Zukunft von Öl in den nächsten Jahren gilt zum aktuellen Zeitpunkt als gesichert. Die einzigartige Energiedichte der Kohlenwasserstoffe macht diesen Rohstoff so attraktiv. Es gibt keine Alternative mit äquivalenter Energiedichte, die auch entsprechend einfach zu handeln ist. Viele Industrien sind deshalb stark abhängig von diesem Rohstoff. Allen voran die Sektoren Energie, Industrie und Transport. Im Energiesektor wird gerne Natural Gas genutzt, um Spitzenlasten im Stromnetz planbar und kostengünstig auszugleichen. Auch in den Schwellenländern wird viel auf Kohle und Gas aufgrund dieser Faktoren gesetzt. Das zeigt sich gut, wenn man auf den Verbrauch der einzelnen Länder schaut, hinsichtlich des Öles und der Ölprodukte. Es gibt dabei aber ein Problem. Jedoch haben die bevölkerungsreichsten Länder, China und Indien, kaum Ölvorkommen und sind deswegen auf Importe aus anderen Ländern wie USA, Russland oder Saudi-Arabien angewiesen. Das hat den Exportnationen einen starken wirtschaftlichen Vorteil und gigantischen Reichtum gebracht, durch voranschreitende Industrialisierung und Globalisierung. Hier kommt dann auch der zweite Sektor ins Spiel, Industrie. Hier gibt es verschiedene Nutzungszwecke für Öl und Gas. Zum einen werden die beiden Rohstoffe genutzt für Industrieerzeugnisse wie beispielsweise Stahl, bei denen hohe Temperaturen benötigt werden. Aber auch die Industriezweige Petrochemie, Textil und Pharmazie sind abhängig von dem Rohstoff Öl, da dieser teilweise als Basisstoff für einzelne Produkte benötigt wird. Solange der weltweite Lebensstandard steigt, zu dem noch Bevölkerungswachstum hinzukommt und wir zeitnah keine kostengünstige Alternative finden, wird die Nachfrage zukünftig weiter zunehmen. Doch diese gesamten Produkte müssen auch von A nach B kommen und da kommt der dritte Sektor zum Tragen, Transportation. Die Globalisierung hat dafür gesorgt, dass wir stetig und überall verschiedenste Waren in kürzester Zeit entgegennehmen wollen. Dafür werden die Transportwege über Land per LKW, über See per Schiff oder über Luft per Flugzeug genommen. Diese 3 Transportmittel haben eines gemeinsam. Sie brauchen ölbasierte Treibstoffe und das in großen Mengen. Auch hier wird sich bezüglich der Nachfrage ohne spontane technologische Innovation nichts tun. Wenn wir an diesem Punkt zusammenfassen, lässt sich festhalten, dass wir aktuell wohl keinen Nachfragestopp sehen werden, sondern eher eine weitere Steigerung der Nachfrage, primär ausgelöst durch Entwicklungsländer, da diese günstige Energiegewinnungsmethoden präferieren. Auch dem wohl besten Investor unserer Zeit, Warren Buffett, sind diese wirtschaftlichen Zusammenhänge wahrscheinlich bekannt. Denn er entschied sich 2019 für ein Investment in einen der größten amerikanischen Ölkonzerne, Occidental Petroleum, auch Oxy genannt. Doch er traf sein Investment auf unkonventionelle Art und Weise aus Sicht eines Privatinvestors. Statt wie gewöhnlich börsennotierte Aktien des Unternehmens zu erwerben, finanzierte Warren Buffett 2019 eine Übernahme des Unternehmens und erhielt im Gegenzug Vorzugsaktien mit einer Festverzinsung von 8% pro Jahr. Damals fand ein Wettbewerb zwischen Oxy und Chevron um das Unternehmen Anadarko, welches einen strategisch wichtigen Anteil an einem der größten Ölvorkommen der USA besitzt, dem Permian. Des Weiteren erhielt Warren Buffett auch die Möglichkeit, Anteile an Occidental Petroleum mittels Option zu erwerben, zu einem festen Preis in Höhe von 59,62 US-Dollar. Unabhängig von diesem Investment entschied sich Warren Buffett zusätzlich noch, seine Anteile in Occidental Petroleum nach dem Corona-Crash im ersten Quartal 2022 weiter auszubauen. Er erwarb über 136 Millionen Anteile an Oxy, damals lag der Kurs bei etwa 40 US-Dollar. Damit war sein Kaufrausch aber noch nicht vorbei. Er baute seine Position in dem Unternehmen bis heute immer weiter aus. Inzwischen besitzt er über 264 Millionen Anteile, was einem ungefähren Wert von 13 Milliarden US-Dollar entspricht. Somit ist diese Position aktuell seine sechstgrößte mit einem Gewicht von etwa 4,9% am Gesamtportfolio. Doch was macht das Unternehmen so interessant für Warren Buffett? Um diese Frage zu klären, werfen wir einen genaueren Blick auf Occidental Petroleum und analysieren das Unternehmen hinsichtlich des Geschäftsmodells, der aktuellen Bewertung und den Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Und wir versuchen auf Basis dieser Analyse zu entscheiden, ob gerade nicht vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, um in dieses Unternehmen zu investieren. Occidental Petroleum ist ein amerikanischer Ölkonzern, der in 4 verschiedenen Segmenten tätig ist, darunter Upstream, Midstream, Downstream und Carbon Capture Technologies. Upstream beschreibt den Prozess der Gewinnung von Rohöl und Gas. Das Midstream-Segment beinhaltet den Weitertransport der gewonnenen Rohstoffe. Das Downstream-Segment beinhaltet jegliche Weiterverarbeitung zu Ölprodukten. Bei Carbon Capture Technologies handelt es sich um ein zukunftsorientiertes Projekt zur Reduzierung von CO2 in der Luft. Im Folgenden werden wir uns aber auf das Kerngeschäft von Oxy beschränken, dem Verkauf und Fördern von Rohöl, Gas sowie daraus gewonnener Produkte. Oxy hat einen großen strategischen Vorteil aufgrund ihrer Positionierung am Permbecken. Das Permbecken ist eines der größten Ölvorkommen in den USA. Ergänzend dazu fördert Oxy auch noch in den Regionen DJ-Becken, Powder River und Golf von Mexiko. Aber auch international ist Oxy vertreten, im Nahen Osten und Nordafrika. Durch diese geografische Diversifizierung konnte Oxy sich immense Ölvorkommen sichern. Die momentanen Öl- und Gasreserven von Oxy belaufen sich zusammengerechnet auf etwa 4,6 Milliarden Barrel. Bei einer Ölproduktion wie 2024 von etwa 1,4 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag würden die Reserven damit nach heutigem Stand ausreichen für rund 8,6 Jahre. Dieses Vorkommen wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal relevant sein. Oxy konnte das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abschließen mit einer Produktionssteigerung von 9%, einer Free Cashflow-Generierung von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar und einer Reduzierung der Schulden in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar. Zudem erwarb Oxy einen weiteren Konkurrenten im Permbecken für 12 Milliarden US-Dollar, wodurch die Produktion pro Tag um 17.000 Barrel wachsen konnte. Zudem kommen weitere 1700 undeveloped Locations dazu. Das sind Regionen, an denen Öl gefunden wurde, aber noch keine Förderungsvorrichtung erbaut wurde. Diese Übernahme ermöglicht Oxy, seine Position dieser äußerst lukrativen Region zu stärken. Doch obwohl die Fördermenge angehoben wurde, sank der Umsatz. Das hing im letzten Jahr damit zusammen, dass der Ölpreis, wie zu Beginn angesprochen, weiter absackte. Der durchschnittliche Verkaufspreis von Öl lag rund 2% tiefer, während der Gaspreis sogar um etwa 20% im Vergleich zum Vorjahr gefallen ist. Diese Korrelation zwischen Fördermenge und Ölpreis ist auch entscheidend für den Free Cashflow, da eine Abweichung von $5 eine 25- bis 35%ige Änderung des Free Cashflows hervorruft. Das erklärt in diesem Zusammenhang auch den Abverkauf bei Occidental Petroleum aus den vergangenen Wochen, in Verbindung mit fallenden Ölpreisen. Im Hinblick auf die langfristige Prognose der Ölpreise und dem Durchschnitt aus den letzten 30 Jahren könnten wir uns diese Korrelation zu Nutzen machen. Denn wenn der Ölpreis orientiert am Angebot- und Nachfrageprinzip, welches jedoch stark von geopolitischen Spannungen abhängig ist. Diese Spannungen sind jedoch meist nur von temporärer Bedeutung und relativieren sich über die Zeit. Dieses Phänomen war über die letzten Jahrzehnte immer wieder zu erkennen und wird sich höchstwahrscheinlich auch nun wieder in ähnlicher Form wiederholen. Deswegen fokussieren wir uns jetzt auf die Ressourcen im Boden, wie zuvor schon angesprochen, die Oxy zur Verfügung stehen, auch Proved Reserves genannt. Wenn wir einen Blick auf den Break-Even-Punkt der einzelnen Standorte werfen, ist zu erkennen, dass der Durchschnitt der angegebenen Standorte im schlechtesten Fall bei 52,46 US-Dollar liegt. In Verbindung mit den vorhandenen Ölreserven in Höhe von 2,135 Milliarden Barrel würde das bei einem Preis zwischen 65 und 79 US-Dollar einen Profit zwischen 26 und 56 Milliarden US-Dollar bedeuten. Aber abseits dieser Ressourcen besitzt Oxy noch weitere Erdgasreserven. Wenn wir jetzt die aktuelle Marktkapitalisierung von etwa 37 Milliarden US-Dollar hinzuziehen, ist diese quasi alleine durch die Ölreserven gedeckt. Wenn wir basierend die Performance für die nächsten 8 Jahre berechnen, werden wir im realistischen Szenario eine Performance von rund 9% pro Jahr erwarten können. Bei einem moderaten Ölmarkt. Dabei sollen die Schulden durch die anderen Geschäftsbereiche Mid- und Downstream gedeckt werden. Im etwas optimistischeren Szenario können Renditen von bis zu 12% pro Jahr möglich sein, insofern weitere Explorationen erfolgreich durchgeführt werden. Der Ölpreis im Schnitt deutlich über der 70 US-Dollar-Marke liegt und damit auch der Umsatz und die Profitabilität der anderen Geschäftsbereiche weiter steigt. Der momentane Pessimismus an den Märkten hinsichtlich eines eskalierenden Handelskriegs und damit verbundener stagnierender Nachfrage haben die Bewertungen von Öl und damit auch Occidental Petroleum gedrückt. Aktuell handelt Oxy zu einem Price-to-Earnings-Ratio von 15,4, einem Price-to-Cashflow-Ratio von 3,1 und einem Price-to-Sales-Ratio von 1,3. Damit befinden sich die Bewertungen des Unternehmens am unteren Ende der Bewertungsspanne aus den letzten 20 Jahren. Somit zählt Oxy meiner Meinung nach zu den interessantesten Investmentkandidaten aus dem Ölmarkt. Der Vorteil bei Oxy ist, dass das Unternehmen in der zweiten Reihe steht, hinter Giganten wie Chevron oder ExxonMobil. Deswegen ist eine Hebelwirkung bei Kursanstiegen abzusehen.
Die momentane günstige Bewertung des Unternehmens wird auch zusätzlich gestärkt durch die investorenfreundliche Unternehmenspolitik. Es wird der Fokus auf Schuldenabbau, Profitabilität und Free Cashflow-Generation gesetzt. Dadurch werden große Mengen an Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen ermöglicht, was uns als Investoren natürlich massiv in die Karten spielt. Ein solches Handeln schafft nachhaltiges Vertrauen bei Investoren. Genau deswegen habe auch ich mich selbst zu einem Investment entschieden in Occidental Petroleum. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like und Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schreibt auch gerne mal eure Meinung zu Occidental Petroleum in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.